Ja, eine neue Ausgabe von Automobil Depression. Hallo dazu. Es geht heute um einen, wie ich finde, den schönsten Kleinwagen, der je gebaut wurde, aus den 80er Jahren bis spät in die 90er. Der Peugeot 205, in Frankreich hieß er der 205. Er war ein Riesenerfolg, hat Peugeot komplett aus der Misere gezogen, war das Erfolgsmodell schlechthin und er kam 1983 auf den Markt und insgesamt wurden 5,3 Millionen Autos gebaut. Also es war ein richtiger großer Erfolg. Und ich wundere mich auch gar nicht, dass das so war, weil dieses Auto ist wirklich klasse, auch heute noch ein toller Youngtimer, für viele auch schon ein Oldtimer. Er hat natürlich so seine Tücken, die erzählen wir euch gleich. Jetzt sage ich noch kurz was zu der Modellhistorie. Also wie gesagt, 1983 kam er auf den Markt. Es gab unzählige Derivate. Es gab ein Cabriolet, es gab eine Sportversion GTI mit 1,6, mit 1,9 Litern. Und es gab ein Topmodell, ein Homologationsmodell für die World Rally Car damals. Das war der 205 Turbo 16, der hatte mit diesem Auto eigentlich nichts gemeinsam, außer ein bisschen von der Optik. Da gab es einen ganz tollen Mann, der dann auch in der Formel 1 erfolgreich war, Jean Todt hieß der, ursprünglich polnischen Abstammung und dann in Frankreich riesen erfolgreich. Der war damals Präsident der Peugeot Motorsportabteilung und hat relativ instinktiv gewusst, dass wenn man einen Turbo 16 in der Rallye einsetzt, dass dann dieses Auto sich auch toll verkauft. Und es gab dann auch zum Beispiel ein Sondermodell, Rallye nannte sich das, was in Deutschland nicht angeboten wurde, weil es die Abgasnormen nicht erfüllte. Also es gab so viel zu diesem Auto zu erzählen, das würde tatsächlich hier auch den Rahmen sprengen. Also ich fasse mich heute mal ein bisschen kürzer. Der 205 wurde von der Peugeot Designabteilung entwickelt, nicht von Pininfarina, wie so viele glauben. Und es war ein richtiger Erfolg. Das Design ist einfach klasse. Er hat so einen richtig kleinen, knackigen Hintern mit diesen tiefliegenden Rückleuchten. Er wirkt insgesamt sehr kurz. Es gab ihn, wie gesagt, wie hier als Dreitürer mit diesem tollen Fenster, was auch so eine Ausstrahlungskraft hat, wie ich finde, was immer hinten zu öffnen war, was heute leider sehr oft undicht wird. Dann gab es diese Pseudolufteinlässe, die gar keine waren, also diese Blenden, die machten das nochmal irgendwie interessant und symptomatisch. Und für den Peugeot war diese Heckblende aus Kunststoff, aus gerisseltem Kunststoff, die wurde bis kurz vor Ende sogar beigehalten. Dann die letzten Modelle hatten es nicht mehr. Wie gesagt, bis 98 wurde er noch produziert in Frankreich, in Deutschland glaube ich nur bis 95, 96, dann war Schluss, weil er da tatsächlich auch ins Alter gekommen ist. Nachfolger war der 206, den ich persönlich dann nicht mehr so toll fand. Genau, der 205. Hier haben wir einen XS, das ist auch ein sportliches Modell mit 75 PS aus Baujahr 89. Das war quasi die Version mit dem ersten Facelift. Es gab das neue Armaturenbrett, aber noch die alten Rückleuchten mit gelben Blinkern und auch vorne gelbe Blinker und diesen kleinen, signifikant zu sehenden Rückstrahlern. Genau, gehen wir jetzt in die Technik. Der 205 war ein typisches Kleinwagenkonzept mit einem relativ guten Kofferraum, einer relativ niedrigen Ladekante. Also das war auch Vorbild und ja, gängig. Das hatte der R5 auch und der Fiat Uno und der Polo hatte das auch. Was bei diesem Auto besonders interessant war, war halt, dass er unglaublich komfortabel war, fand ich im Vergleich zum Polo beispielsweise. Das liegt noch an der Hinterachse, die Drehstäbe hat, die immer relativ weich war, also nicht zu weich, beim Sportmodell ein bisschen härter, aber sie war sehr komfortabel. Dazu kamen natürlich diese sehr komfortablen Sitze, hier in der XS-Version sogar mit Sportsitzen, die sind heute wahnsinnig rar und gesucht. Und hatte halt einen querliegenden Frontmotor. Dann zeige ich euch jetzt. So, hier gab es, das ist schon die zweite Generation mit Zahnriemen. Davor gab es diesen Flachmotor, der eine Steuerkette hatte. Der lag relativ flach im Auto, der war noch vom Vorgänger übernommen worden. Hier gab es dann diese neuen Motoren, die dann auch in Citroën-Modellen eingesetzt werden. Wie gesagt, hier in der Version mit 75 PS. Speerspitze war, glaube ich, 129 PS beim 1.9er GTI. Zu den Sondermodellen. Wie gesagt, XS war ein Sondermodell. Es gab sogar limitierte Sondermodelle, wie der
Peugeot 205 Lacoste, also wie das Modelabel. Lacoste, der wurde in Frankreich angeboten, der hatte grüne Sitze. In Deutschland gab es dann den Green, der war aber nicht limitiert. Das nahm so ein bisschen die Golfgeschichte voraus, also der Sportgolf. Dann gab es den Roland Garros, das war so ein grün Metallic-Auto mit Ledersitzen als Cabriolet und als Limousine. Das ging da um die Tennisgeschichte, also Roland Garros, das Tennisstadion in Paris. Kleine Anekdote am Schluss, Roland Garros war übrigens kein Tennisspieler, sondern es war ein Fliegerass, wie man sagt, im Ersten Weltkrieg, einer der berühmtesten Flieger des Ersten Weltkrieges in Frankreich. Hatte mit Tennis erstmal überhaupt nichts zu tun. Weiß gar nicht, ob er Tennis gespielt hat. So, und zurück zum Auto. Ja, gehen wir gleich mal in die Details. Also diese Motoren sind eigentlich langlebig, wenn sie gepflegt werden. Sie haben so ein bisschen Probleme mit Kopfdichtungsschäden. Das passiert, wenn sie ins hohe Alter kommen, leiden auch mal die Kolbenringe. Das heißt, sie neigen dann zum Ölverbrauch. Alles relativ gut reparabel. Weil die Kolben zum Beispiel kann man, wenn man die Ölwanne demontiert, einzeln rausziehen. Da muss man noch nicht mal den Motor rausmachen. Der Kopf ist auch relativ schnell demontiert. Zahnriemenwechsel ist auch kein Problem. Was auch immer passiert ist hier an diesen elektrischen Vergasern, dass die ölundicht werden. Das hat der Besitzer hier wunderbar geputzt, oder er hat hier ein seltenes Modell, wo es keine Ölundichtigkeiten gibt. Aber hier rieselt das meistens raus. Das ist eigentlich im Prinzip eine ganz simple Geschichte. Es gibt auch wahnsinnig viele Ersatzteile. Ja? Also nicht mehr neu, aber auf dem Gebrauchtmarkt, gerade in Frankreich, findet man eine ganze Menge. So spezielle Einrichtungsgeschichten, also Interieurgeschichten, die muss man tatsächlich suchen. Die gibt es nicht mehr, die sind auch teilweise verschlissen. So wahnsinnig gut war die Verarbeitung bei Sitzen übrigens nicht. Also speziell bei den Spezialmodellen wie Roland Garros, die Ledersitze sind immer verschlissen. Oder auch hier bei den GTI-Sitzen oder XX-Sitzen lösen sich die Wangen auf und der Stoff geht kaputt. Also das hat man relativ schnell. Dieser Peugeot 205 war eigentlich relativ rostresistent. Nur mittlerweile ist er halt stark ins Alter gekommen und jetzt bildet sich halt extrem viel Rost. Und zwar an Stellen, die man erst gar nicht sieht. Hier zum Beispiel ist diese Kunststoffblende, die immer sehr schnell kaputt liegt. Wenn man die abnimmt, kommt man an so eine Blechwanne hier unten drunter, wo sich das Wasser staut, die gerne durchrostet. Ein ziemliches Problem. Das wieder zu schweißen kann man machen, aber es ist halt schon relativ aufwendig. Also wenn ihr euch für so ein Auto interessiert, versucht mal den Besitzer zu überzeugen, dass er diese Plastikkappe abbauen dürft und mal runtergucken dürft. Da setzt sich tatsächlich Rost drin. Eine weitere Stelle, wo er gerne rostet, die man auch nicht sofort sieht, ist, und jetzt muss der Robert mit der Kamera hier wirklich relativ gut sprechen, ist hier unter den Sitzen. Ich ziehe die mal weg. So, hier rieselt Wasser rein. Wo das genau herkommt, weiß ich gar nicht. Also es kommt bei dem Dreitürer vielleicht sogar hierher, es kommt aber auch durch den Kofferraum. Das rieselt dann hier runter, wenn die Dichtungen alt werden, und staut sich hier. Und hier gibt es dann meistens auch so böse Durchrostung. Also kann passieren. Sieht bei dem noch sehr gut aus, ist hier noch nicht der Fall, aber da rostet er auch gerne. Wo er auch gerne rostet, jetzt mache ich die Motorhaube nochmal auf, ist hier unter dem Batteriekasten. Also hier, da lässt sich, die Batterien laufen aus, das ist das übliche Problem bei vielen Autos, und dann rostet es hier am Träger. Diese Träger rosten auch schon mal gerne. Gerade hier unten drunter ist noch eine Quertraverse unter dem Kühler, die ist auch sehr, sehr gerne am Rosten, und das zieht sich dann weiter weg. Unterboden, auch ein Problem beim 205, auch da rostet er gerne. By the way, es hat nicht nur das Problem, dass die Karosserie rostet, sondern ein Riesenproblem waren die Bremsleitungen. Also die Bremsleitungen beim 205 korrodierten durch. Das habe ich selber mal erfahren. Ich habe ganz lange einen 205 Green gehabt, und dann habe ich irgendwann ins Leere getreten, und der war auf der Autobahn. Das war blöd. Da war nämlich eine Bremsleitung komplett weggeschossen. Die wurde dann Gott sei Dank schnell noch von der Werkstatt wieder ersetzt, aber das ist auch kein großer Akt. Aber da solltet ihr darauf achten, wie sehen die Bremsleitungen aus. So, Schweller sind eigentlich rostresistent, das ist nicht so das wahnsinnige Problem, der war auch schon teilverzinkt. Wo er dann auch gerne Probleme hat, ist hier hinter den Schwellern. Hier in dem Bereich sind so Hohlräume, hier ist der unterm Tank zum Beispiel, hier sitzt der Kunststofftank, und da unten drunter kann es rosten. Das ist ein bisschen mühselig, weil man dann den Tank ausbauen muss, und das ist nicht so ganz lustig. Da muss man teilweise dann auch die Achse hinten ausbauen, um daran zu kommen.
Das ist ein bisschen blöd. Also in dem Bereich, hier guckt mal hier, so in dem Bereich, da kann er auch gerne rosten, mehr so hinterm Schweller, gar nicht so direkt am Schweller. Aber natürlich sind auch bei einigen Modellen die Schweller schon betroffen. Wie gesagt, wir sprechen ja heute von Autos, die schon über 30 Jahre alt sein können. Türen zum Beispiel sind eigentlich selten rostgefährdet. Habe ich also selten gesehen, dass eine Tür richtig marode durchgerostet war. Die sind eigentlich vom Werk aus sehr, sehr gut verarbeitet gewesen. Ihr seht auch hierbei, das ist alles original, dieses Geriffelte. Hier war wirklich richtig viel Karosserieschutz drauf. Das haben die gut gemacht. Und hier bei diesem Modell sieht das alles noch sehr gut auch aus. Hier die Wagenheberaufnahmen. Es ist halt immer das Problem, wenn die falsch angehoben wurden. Ist bei dem nicht so. Hier ist es sogar so ein Wasserablauf. Hier ist so eine kleine Dings runter im Schweller. Also da sind die wirklich sehr, sehr rostresistent in dem Bereich. Aber es gibt so ein paar versteckte Stellen, die ich euch gezeigt habe. Da achtet bitte drauf. Das kann ganz, ganz schnell ins Geld gehen und kann dann auch den TÜV vermeiden, den diese Autos ja auch brauchen. Also eine kleine Schwachstelle noch an diesem 205, gerade bei den Dreitürern, weil die Türen halt wesentlich länger sind und damit auch etwas schwerer, sind die Türscharniere. Das merkt ihr daran, wenn diese Türen nicht richtig toll schließen. Normalerweise gehen die ganz einfach zu. Hier merkt ihr schon so ein bisschen, dass die hier so ein bisschen hakt. Das ist nur tendenziell eine Einstellungssache. Meistens sind daran verschlissene Türscharniere schuld. Und wenn ihr hier reinguckt, seht ihr auch schon, die sind nicht wahnsinnig stabil. Also sehen nicht so aus und sind es auch tatsächlich nicht. Hier sind so Langlöcher drin und da wird hier so ein Bolzen durchgebolzt und mit der Zeit leiern diese Langgelenke aus. Und das merkt ihr dann daran, wenn ihr diese Tür mal so hoch und runter bewegt, hört ihr es sogar, klackert es. Also, was dagegen hilft, ist, dass man auf diese Tür, auf diese Bolzen nochmal draufhaut. Meistens gehen die etwas tiefer rein und fügen sich dann wieder. Es gibt auch Ersatzscharniere, aber das sind meistens gar nicht die Türscharniere, sondern diese angeschweißten Halter hier an der Karosserie. Und da hilft dann wirklich nur Bastelkram, dass man da halt größere Löcher durchbohrt, größere Bolzen durchbaut und dann hat man wieder Ruhe. Aber hier bei dem ist auch schon an dieser Seite eindeutig Handlungsbedarf. Und wenn ich die Tür jetzt so zuschließe, dass ich sie quasi hochhebe, merkt ihr, dass sie ganz normal schließt. Das heißt, das ist einfach nur eine Sache der Türscharniere. Jetzt gucken wir uns die andere Seite an, ob das da genauso ist. Meistens ist es nämlich die Fahrertür, weil die wesentlich öfter geöffnet wird als diese Tür. Und seht ihr, hier ist es fest. Und deswegen schließt diese Tür auch vorbildlich. Genau. Ja, Fahrwerke, klar. Das normale Ausschlagungsprogramm, was alle Autos haben, ist bei dem jetzt nicht besonders stark, aber es schlagen gerne auch diese Buchsen aus, die Traggelenke. Das sind alles Pfennigartikel, die kriegt man auch noch alle. Hinten hat er Trommelbremsen, also da solltet ihr auch darauf achten, dass die vernünftig sind. Vorne hat er Scheibenbremsen. Es gab unterschiedliche Räder, es gab 13 Zoll Versionen und 14 Zoll Versionen. Ich glaube, die GTI hatten sogar 15 Zoll, die hatten dann aber auch ganz, ganz andere Kotflügel. Also die passen nicht. Die hatten hier so ausgeschnittene Kotflügel, hatten da diese voluminösen Plastikdinger drüber. Also das ist nochmal eine andere Baustelle. Es gibt auch, wie gesagt, das Sondermodell Gentry. Das war so das High-End-Modell. Ihr erinnert euch noch an den Baccarat, das war so das Gegenpendant vom Peugeot, hieß Gentry, auf 1.9er GTI basierend. Ein bisschen gedrosselte Leistung, aber mit allem Zip und Zap, den es damals so gab. Es gab sogar für den französischen und für den spanischen und den italienischen Markt Klimaanlagen. In Deutschland wurde das, glaube ich, nicht eingebaut. Ganz, ganz wenige haben eine Klimaanlage. Genau. Und, da habe ich noch gar nicht gesagt, Peugeot war einer der ersten, die in einen Kleinwagen einen Dieselmotor setzten. Und dieser Dieselmotor war wirklich eine ganz, ganz fantastische Sache. Der hatte so um die 60 PS, zum Schluss glaube ich 1,7 Liter, davor 1,6. Ein unglaublich langlebiger, toller Motor, der auch in diesem Citroën Visa, in diesem C15, dem Lieferwagen eingebaut war. Der hielt Ewigkeiten, war relativ spritzig, war relativ leicht und hat diesem Peugeot wahnsinnig gut gestanden. Also ich erinnere mich, dass wir 86 hatte meine Freundin einen Peugeot 205 Diesel und die hat den gefahren, bis er 500.000 Kilometer gelaufen hat. Und hat ihn einen ganz, ganz schweren Herzens abgegeben. Also Peugeot 205 Diesel sind heute sehr rar.
weil sie in Deutschland fast alle verschrottet wurden aufgrund dieser ganzen Abgasgeschichten. Aber in Frankreich kriegt man noch welche und Spanien so oder so. Also ich würde immer auf einen 205 Diesel gehen, die machen wirklich Freude, die fährt man teilweise unter 5 Litern und diese halten Ewigkeiten, also das macht Spaß. Die GTI-Modelle sind natürlich was ganz Tolles, die gehen heute teilweise in den zweistelligen, fünfstelligen Bereich. Also wir sprechen davon über 20.000 Euro, die Leute teilweise für einen guten 1.9er GTI haben wollen. Beim Gentry genau das gleiche, sehr, sehr wenige Modelle. Seltene Sondermodelle wie den Rallye, den es jetzt auch als Exportversion hier in Deutschland gibt, als Oldtimer. Oder den Lacoste, den es auch teilweise selten gibt. Ja, da muss man halt bereit sein, Geld für zu bezahlen, wenn man sowas Seltenes fahren möchte. Insgesamt ist der 205, glaube ich, ein sehr begehrtes Auto mittlerweile. Also in Youngtimer-Kreisen ist dieses Auto eigentlich sehr, sehr gut angekommen und es macht immer noch wahnsinnig Spaß zu fahren, wie ich finde. Er ist auch mit diesen 75 PS extrem schnell. Der fährt fast 160, 170. Also ich bin das selber gefahren mit meinem Green, der hatte auch den 75 PS Motor, da konntest du richtig mitfahren. Und tolles Fahrwerk, tolles Fahrverhalten, relativ gute Ersatzteilversorgung. Wie gesagt, ein paar Sachen sind schwierig zu bekommen, aber Technik ist kein Problem. Gibt so ein paar Sachen, die man nicht mehr kriegt. Zum Beispiel hatten die Autos ab irgendeinem Baujahr eine Leuchtweitenregulierung, weil das so sein musste. Hat der noch nicht. Und diese Leuchtweitenregulierung ging über ein Gedrahte hier nach vorne zu den Scheinwerfern und war über Öldruck. Also es gab so einen Schalter hier drin und der bewegte so ein bisschen das Öl und machte die Scheinwerfer dann hoch und runter. Das gibt es heute nicht mehr zu kaufen. Da muss man sich dann irgendwas überlegen, weil der TÜV will natürlich eine funktionierende Scheinwerferhöhenverstellung, wenn sie verbaut wurde. Ja, im Großen und Ganzen ist das eigentlich mal in aller Kürze und schneller gesagt, was den 205 so ausmacht. Und ich mag dieses Auto total und ich würde euch tatsächlich empfehlen, wenn ihr euch für sowas interessiert, guckt es euch ganz genau an. Achtet so ein bisschen auf die Roststellen, die ich jetzt gezeigt habe. Achtet so ein bisschen halt hier auch auf den Motor. Kopfdichtung fängt er an zu bläuen. Verbraucht er Öl, dazu neigen die schon. Ist das hier alles einigermaßen sauber? Ist viel gemacht worden? Ist der Zahnriemen mal ersetzt worden? Genau, Rost im Motorraum, wirklich ganz genau darauf achten, hier an den Trägern, Quertraverse unten. Hier runterschrauben, reingucken. Rückbank immer angucken, hinten unter der Rückbank, wie sieht es da aus. Kofferraumboden, einige sind verkleidet, einige nicht, da seht ihr das relativ schnell. Da setzt sich auch der Rost rein. Ansonsten ist das eigentlich ein sehr friedliches Auto, was man lange fahren kann, mit relativ wenig Geld, viel Spaß hat. Felix, du bist der glückliche Besitzer dieses 205 XS. Kannst du uns kurz sagen, wie du auf dieses Auto gekommen bist und warum? Ich bin der zweite Besitzer von dem schönen kleinen Berliner Fahrzeug sogar. Das war eine Vorbesitzerin, eine ältere Dame aus dem Grunewald. Und am Ende bist du sogar schuld, würde ich sagen, dass ich so einen verdammten 205er jetzt am Hacken habe und mich darum kümmere, als wäre es irgendwie was ganz Besonderes. Dabei ist es schon relativ ramponiert und wird leider von Winter zu Winter schlechter. Also die Dame, die dachte sich irgendwann mal, sie will den nicht in normal rot, wie der Farbcode im Motorraum eigentlich hergeben würde, sondern in Blutorange. Und ich finde, das macht so einen gewissen Charme von dem Fahrzeug aus. Und du hast mir mal einen weißen Automatik angeboten. Und ich dachte so, naja, eigentlich Corona ist schuld. Ich will gerne jedes Wochenende in den Wald kommen oder mich noch bewegen können. Und mit dem Firmenfahrzeug, dem großen T4, sollte das nicht unbedingt immer sein. Und dann dachte ich, Mensch, so eine Automatik könnten ja auch meine Eltern vielleicht benutzen. Aber irgendwie dachte ich, nee, so ein Ding muss eigentlich handgeschaltet sein. Und bei Stefan aus der Werkstatt,
der hat mich eigentlich am Anfang, glaube ich, infiziert. Und du hast mir einen angeboten. Bei Stefan saß ich, Teile holen für den T4 in dem Auto und dachte so, boah, das ist ja geil. Und der hat nur den 60 PS gehabt. Der im Grunde total ebenbürtig zu dem hier ist, finde ich. Weil der Motor eine andere Charakteristik aufweist als der hier. Aber dann hast du mir den angeboten. Ich dachte, naja, Automatik, hin und her, vielleicht nicht. Und habe leider den Fehler begangen, auf Kleinanzeigen zu gucken. Bin da hingefahren. Der Verkäufer, der das im Auftrag der älteren Dame machte, war ganz hartnäckig und ist einfach bei seinem Preis geblieben. Ich ging rum und meinte so, aber der Lack. Und da ist ja eine Beule. Und da hinten ist ja eine Riesenbeule. Was ist denn da passiert? Die habe ich dir rausgedrückt. Die hast du mal rausgedrückt. Ja. Ich habe mich das gar nicht getraut, weil ich dachte, da geht noch mehr kaputt. Nein. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Vorher sah es aus, als hätte da irgendwer mit einem Fußball gegen geschossen oder was. Ja, und dann habe ich mich einfach irgendwie dazu leiten lassen, bezahlt, den alleine abgeholt. Das erste Mal so ein Ding auf einen Autotransporter hinten raufgefahren. Und bin da irgendwie reingerutscht. Und seitdem bin ich quasi 4 Jahre in der Kfz-Ausbildung, wenn du so möchtest, weil ich einfach nur noch alles selber mache. Und wenn ich da ankomme und was abgeben will, dann werde ich müde angelächelt und dann wird mir gesagt, kannst du selber machen. Und so bin ich da auch reingerutscht. Und was ist jetzt so dein Resümee? Also hat sich das gelohnt? Ist das schwer, an diesem Auto zu arbeiten? Oder kann man das auch sozusagen als Auszubildender, der du dann ja warst, jetzt ja nicht mehr? Genau. Was habe ich vorher gemacht? Da habe ich mal einen Öldruckschalter gewechselt und zu Corona wollte keiner meinen T4 reparieren. Also musste ich plötzlich selber Getriebe rausholen und die Kupplung machen. Und danach dachte ich, okay, wenn dir jemand sagt, so und so geht's weiter, dann brauchst du nicht das Handtuch werfen, sondern dann weißt du den Schritt, dann machst du den und hast so ein Erfolgserlebnis. Von einem aufs nächste kommst du immer einen Schritt weiter und auf Ende hast plötzlich wieder ein fahrendes Fahrzeug. Und bei dem ist einfach alles ein bisschen händelbarer, nicht so schwer, weil die Teile halt nicht so massiv sind wie bei einem VW-Bus. Ne? Und irgendwie kriegst du halt irgendwie alles. Jetzt bin ich gerade am Verzweifeln, weil ich eine Antriebswelle letzte Woche einbauen wollte. Die knackert. Man merkt, wenn du rechts oder links um die Kurve fährst und Gas gibst. Und da dann die richtige zu finden, das ist dann toll, wenn du zu Hause vielleicht einen Platz hast, wo du den einfach mal eine Woche stehen lassen kannst, halb auseinandergebaut. Ich muss alles wieder zusammenschmeißen, damit er aus dieser Werkstatt rausfahren kann. Bin jetzt auf der Suche, weil die ich bestellt hatte, wo dir das Internet vorgaukelt, das sei die richtige, ist leider nicht die richtige, sondern man muss schon irgendwie ins Detail steigen. Ja. Aber hast du denn, ich habe ja gesagt, die Teileversorgung ist eigentlich relativ gut für so ein altes Auto. Hast du die Erfahrung auch gemacht oder hast du schon gemerkt, irgendwie, es gibt echt Engpässe? Klar, alles was Spezielles kriegst du nicht, ne? Aber sogar diese Polster könntest du für Geld neu bestellen. Gibt's auch, ja. Ja, und wenn du einen Sattler hast oder dafür bereit bist, für so einen Innenraum so viel zu zahlen wie für das Auto, wenn du es kaufst, dann kannst du auch den Innenraum schön machen. Aber es hat alles seinen Preis, aber was hier Verschleißteile sind, hauptsächlich so Antriebssachen, das kriegst du halt alles. Sowas hier, das ist all diese Plasteteile, wenn sowas nicht dabei ist, das ist alles Goldstaub. Weil die fallen einfach ab. Da ist hinten dran nur ein kleiner Plastehaken, der da in die Karosserie gesteckt wird. Davon sind 2 mittlerweile hier einfach angeklebt, weil sie runterfielen und weg waren. Dann stehst du da und denkst dir, toll, dann bist du auf der Suche. Beim Motor habe ich ja gesagt, also die Erfahrung habe ich halt selber gemacht, dass halt irgendwann die Kolbenbringer kaputt sind und Kopfdichtung und so ein Kram. Hast du das auch schon gehabt oder ist der hier? Ich glaube, weil die Leute das auch einfach immer nur in der Stadt Kurzstrecke hin und her fahren und dafür ist der ja auch perfekt. Ne? Also dass das ebenbürtig zu jedem neuen Auto ist schon. Der einzige Nachteil ist, an der Ampel das SUV neben sich stehen zu haben und zu realisieren, okay, dem möchte ich nicht begegnen im falschen Moment. Ja? Weil 850 Kilo, so eine kleine A-Säule, da ist halt einfach gar nichts an Ja, das war ja tatsächlich auch ein Kleinwagen, nicht? Also heute die Kleinwagen, also es gibt aber wir könnten uns jetzt da reinsetzen. Ob wir beide vorne sitzen oder hintereinander, ist total egal. Du kannst da drin mit 4 oder 5 Leuten fahren. Das Rahmenangebot war klasse. Aber das wollte ich ja gerade sagen. Es gibt ja diese ganzen Retro-Geschichten wieder, weil die Autoindustrie ja festgestellt hat, dass sie mit ihren komischen kryptischen ID3 und diesen Bass und was weiß ich, wie das alles heißt, nicht mehr weiterkommen. Und jetzt macht Renault einen Renault 5 elektrisch. Der ist natürlich so groß wie ein Panzer. Hat mit dem Renault 5 optisch nichts mehr zu tun. Das war ja ein richtig kleines, winziges Fahrzeug. Ja? Und das merkt man ja auch am Verbrauch und an der Spritzigkeit. Hier reichen 70 PS, um 180 zu fahren. Ja, das geht. Absolut, ja. Und windschlüpfrig war er übrigens auch. Also er hatte eine gute Aerodynamik. Kommt die Frage, wie nutzt du das Auto? Nutzt du es als Alltagsfahrzeug oder ist das für dich so ein Beauty, den ich halt nur bei Sonnenwetter und einer gewissen Luftfeuchtigkeit raushole? Weil er so von seinem Antlitz ja auch ehrlich gesagt gar nicht ist. Ne?
wäre hier alles schon einmal komplett überarbeitet, mit jeder Schraube erneuert, dann wäre es vielleicht was anderes. Das sollte ich irgendwie wegstellen und dergleichen. Ne? Aber den benutze ich, um von A nach B zu kommen, um einfach nach Dresden an die Ostsee oder über den Stelvio zu fahren. Und damit Spaß zu haben. Gefahren mit dem? Klar, ja. Cool. Und das macht er auch alles tadellos mit, weil du musst halt gucken, der verbraucht zurzeit gar kein Öl. Der verbraucht ab und zu ein bisschen Kühlwasser leider, wo ich dachte, er wird es verbrennen. Am Ende sind das immer nur kleine Lecks, die du beheben musst. Und wenn man so ein paar Sachen einfach auf dem Schirm hat, dann kannst du das auch tagtäglich bewegen. Mhm. Aber für andere Fahrten habe ich halt noch einen VW-Bus. Und somit ist es kein Alltagsauto in dem Sinne. Aber du kannst halt alles machen. Und ich habe es leider am Anfang auch. Ich habe es teuer bezahlt, weil ich musste alles noch einmal überholen. Weil mir erst spät auffiel, dass er sehr viel Öl verbraucht. Und dann dachte ich, gut, dem muss ich auf die Spur gehen. Und am Ende habe ich halt den Motor überholt. Ne? Und seitdem ist aber alles total in Ordnung und in Butter. Und seitdem fährt er auch, als wäre noch nicht seine über 30 Jahre alt. Also die 80er waren ja eine tolle Kleinwagenzeit, da gab es ja viele. Es gab ja diesen VW Polo, weiß jetzt nicht die genaue Modellbezeichnung, der war ja auch ganz lustig. Fand den auch ganz lustig mit diesem langen Heck, der so ein bisschen aussah wie ein Kombi. Als Kombi dann oder gab es ja Coupé. den Fiat Uno, der ja auch was Lustiges hat. Dann gab es den Renault 5 natürlich, den ersten und dann den zweiten. War ja alles in den 80er Jahren. Und Ford Fiesta, die ersten sind ja auch ganz witzig. Warum wurde es bei dir ausgerechnet der 205? War das optisch oder war das technisch oder war das irgendwie, hatte das irgendwie eine Historie? Gar nicht so, aber am Ende denke ich auch, irgendwie ist es eine kleine lustige Ikone. Ne? Und für mich war ausschlaggebender, wenn ich die alle miteinander vergleiche, so ein VW-Armaturenbrett möchte ich mir nicht anschauen. Und hier drin gesessen zu haben und zu merken, was für einen Spaß es auch machen kann, obwohl es nichts verbraucht und so einen kleinen Motor hat, dann war es plötzlich in dem Moment um mich geschehen und da einfach nichts fuhr und das eine schwierige Zeit war, dachte ich, jetzt muss hier so ein Auto her. Und dann war das doch eine gute Entscheidung. Jetzt ist es schwer, sowas abzugeben, weil um dafür einen Preis, einen Gegenwert zu finden, muss halt erstmal einer aufstehen, der das einem bezahlen möchte, weil verschenken will ich ihn auch nicht. Und für den Preis, den ich zahlte, kann ich ihn nicht abgeben, denke ich. Da lassen lieber stehen. Ja, das ist ja genau der Punkt. Also die Dinger werden ja zumindest im Netz und in den Angeboten teurer. Ja. Ob es tatsächlich funktioniert, dass man das Geld kriegt. Aber ich nehme mal an, so ein Auto hat jetzt hier so einen Wert von 4.000, 5.000 Euro ungefähr. Das ist sicherlich schwer zu erzielen, wobei der 205 ja auch gesucht ist. Und diese Sondermodelle, die gehen, glaube ich. Also GTI und Gentry und Lacoste und wie sie alle heißen, gerade die limitierten. Ja. Und XS ist ja auch was Spezielles. Aber diese normalen Junior, diese Sparversion. Das will niemand haben. Ne? Manchmal wird sowas sogar mitunter jetzt verschenkt, wenn die einen Schaden haben und schon zu lange rumstanden. Da habe ich auch schon echt überlegt, ob man sich sowas nochmal irgendwo hinstellen kann. Aber ich denke, sogar mit den ganz einfachen kannst du hier einen riesen Spaß haben und hast vor allem weniger Trouble im Besorgen von all diesen ganzen Teilen. Hier also, einmal von innen die Scheibe falsch geputzt, ist mir der Goldstaub vom die Klappe mit abgefallen von dem Münzfach. Und theoretisch müsste ich vielleicht sowas einfach mal 3D drucken lassen. Das ist, glaube ich, erst die Idee. Das wird bei vielen Autos, gerade im Youngtimer-Bereich, wahrscheinlich nicht anders mehr möglich sein, als die Sachen nachzudrucken. Absolut. Und da muss man dann wieder Herzblut reinstecken. Ne? Ja, super. Ja, dann danke ich dir. Also, sehr gern. Ich finde den 205 ja auch toll und ich würde dich jederzeit wieder auf so ein Auto bringen. Ja. Nochmal danke dafür, weil am Ende macht er einem wirklich Spaß. Ich denke, du sollst ihn nochmal fahren. Ja, dann mache ich jetzt gleich. Also ich will noch kurz was sagen zu meinem 205 Green, weil ich den jetzt so oft angesprochen habe. Dieses Auto ist wirklich sehr, sehr traurig geendet. Er war wirklich an vielen Stellen so durchgerostet, dass das Auto gehörte eigentlich meiner Freundin und sie ist damit 15 Jahre gefahren, hat die Kinder damit transportiert, den Hund, alles Mögliche. Und dann ist er so traurig geendet, weil er war vorne weggerostet, die Quertraverse, hinten unter der Rückbank, diese Schwellergeschichten, die ich angesprochen habe. Also ich hätte den Tank rausbauen müssen, die Achsen und so weiter. Und irgendwie bin ich dafür mittlerweile zu alt, ich hatte keinen Bock drauf. Also was habe ich gemacht? Ich habe ihn inseriert und da es ein Green war, ein Fünftürer sogar, relativ selten, kam dann ein Herr und hat den im Prinzip in seinen Einzelteilen übernommen und gekauft. Und hier wollte er dann einen Sitz, dann wollte er das und dieses und jenes. Und der Green hatte übrigens ganz tolle Sitze, die waren relativ haltbar. Also wenn ihr nochmal so einen 205 Green findet, der hatte immer serienmäßig dieses große Schiebedach, was ganz toll ist, so ein Glasdach, was sich über das ganze Auto ausbreitet. Elektrische Fensterheber, Servolenkung, sowas natürlich nicht. Und witzige Autos. Was auch lustig ist, sind die Automatik, weil die sind optisch noch anders. Die haben hier eine Putze auf der Motorhaube, ja? Daran erkennt ihr die.
Die ist so ein bisschen höher gewölbt. Das hatten die Automatik, weil die einen größeren Motor drin haben. Die haben im Prinzip diesen GTI-Motor drin. Und durch das Automatikgetriebe scheint der Motor irgendwie ein bisschen höher gewandert zu sein. Also musste man die Motorhaube auch etwas höher bauen. Genau. So, jetzt fahren wir dieses Auto und dann erzähle ich euch noch mal kurz, was Felix hier auch schon leidenschaftlich dargelegt hat, wie viel Spaß das eigentlich macht. Mit so wenig Auto, für so wenig Geld kann man wirklich richtig viel Freude haben, auch noch heute. Und die scheiß SUVs, wie gesagt, verdrängt sie, wenn sie neben euch stehen oder hinter euch stehen. Sie nehmen einem nur die Sicht und nerven. Ich finde das auch, aber freut euch an diesem kleinen, fantastischen Auto. Ja, jetzt sitzen wir in diesem kleinen, leichten Fahrzeug und das merkt man auch sofort, dass es klein und leicht ist. Also hier ist alles relativ schmal, aber dennoch Platz genug. Also ich sitze hier wirklich richtig gut drin. Gerade in diesen Sportsitzen, die waren schon sehr, sehr, sehr schön. Auch diese Sitzposition zum Lenkrad hin ist klasse. Wie gesagt, diese 70 PS, da merkt man sofort, das ist mehr als ausreichend. Also man kann im heutigen Verkehr alle mal mitschwimmen, überhaupt kein Problem. Und man kann auch sogar das ein oder andere Auto überholen. Das ist machbar. Schön an diesem 205 ist noch, dass er diese XS-Armaturen hatte, die auch die GTIs hatten und die Automatik mit Drehzahlmesser und einer separaten Anzeige für das Kühlwasser und eine Tankanzeige. Also das war halt eine Sonderausstattung oder diesen besonderen Modellen vorbehalten. Genau, hier, das hat ja der Felix schon angesprochen, das ist heute ganz schwer zu kriegen. Das war so ein Münzfach, das war in Frankreich immer ganz, ganz wichtig, weil man hier die Münzen fürs Parken reinpackte. Und das musste dann natürlich verdeckt sein, damit man das Auto nicht aufbrach, wenn da 4 Francs drin lagen. So, jetzt wenden wir mal hier, da seht ihr auch, man kann dieses Auto auch wirklich fantastisch ohne Servolenkung fahren. Und der Wendekreis ist für so einen Fronttriebler eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dieser Motor stockert leider ein bisschen, insofern kann ich euch jetzt nicht zeigen, wie schnell der eigentlich sein könnte, weil irgendwas stimmt hier nicht mit der Zündung oder dem Benzin, keine Ahnung, das werde ich jetzt auch nicht mehr herausfinden, aber man könnte jetzt mit diesem Auto hier, wenn man kurvige Langstraßen hätte, was wir hier in Brandenburg ja nicht so oft haben, kann man hier wirklich ganz fahrdynamisch mit diesem Ding fahren und das macht richtig Spaß. Der ist sehr, sehr gutmütig, also Fronttriebler. Wenn man so ein bisschen Lastwinkel macht, dann kommt er so leicht mit dem Heck, aber das muss man wirklich forcieren. Ansonsten ist das halt so ein typischer Fronttriebler, der untersteuert und er über die Vorderräder also wegschiebt und nicht mit der Hinterachse kommt. Also ein richtig tolles Auto, wie ich finde, nach wie vor, macht wahnsinnig Spaß zu fahren. 5-Gang-Getriebe war übrigens serienmäßig, also in den 80ern, das hatte ein VW übrigens nicht. Die hatten dann irgendwann so Schongänge in speziellen Modellen, aber auch nur. Bei Peugeot gab es das serienmäßig. Was auch bei vielen Modellen serienmäßig war, bei dem hier nicht, waren elektrische Fensterheber. Also beim Green beispielsweise oder bei den Automatikmodellen sind elektrische Fensterheber serienmäßig, wohlgemerkt in der Kleinwagenklasse. Und also nochmal, die Sitzposition hier ist wirklich toll. Tolle Kopffreiheit, selbst für mich. Tolle Sitzposition. Und auch eine fast vorbildliche Übersichtlichkeit. Man sieht hier noch die Motorhaube, ja? Also nicht wie bei diesen heutigen Autos, wo alles irgendwie runterfällt auf einmal, als würde es keinen Vorwagen mehr geben. Hier sieht man noch, wo das Auto anfängt. Und man weiß auch ganz genau, hinten beim Kofferraumdeckel ist tatsächlich Schluss. Also man kann sehr übersichtlich, sehr übersichtlich das Ganze. Schön ist auch diese riesen Fensterflächen. Also tiefgezogene Fensterflächen. Es ist ein sehr lichtdurchfluteter Innenraum. Einfach klasse. Zum Armaturenbrett. Also, wie gesagt, viel Gimmicks gibt es hier nicht. Selbsterklärende Heizungsbedienung, Warnblinklichtschalter, das ist auch kein Problem. Elektrische Fensterheber und dann gab es halt noch sowas wie Nebelscheinwerfer oder Nebelschlussleuchten. Also er hatte eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Also unser Resümee. 205er
gibt es relativ viele noch. Nicht unbedingt jetzt auf dem deutschen Markt, aber im Ausland, Frankreich, natürlich eine ganze Menge. Sondermodelle werden wenig angeboten und wenn für sehr viel Geld. Die GTIs sind halt unglaublich beliebt, also gerade die 1.9er, die großen. Cabriolets sind gar nicht so teuer und auch nicht so wahnsinnig begehrt. Die wurden bei Pininfarina gebaut, haben teilweise sogar im Roland Garros ein elektrisches Verdeck, aber sind auch so ein bisschen störanfälliger, diese Verdeckgeschichte. Und die Verdecke reißen auch relativ schnell. Gibt es aber auch mittlerweile Ersatz für. Für diese normalen 205er gibt es noch genug Fahrzeuge, die man kaufen kann. Und die Preisrange beginnt so bei 1.000 € für einigermaßen brauchbare Fahrzeuge, aber dann hat man auch viel zu tun und viel zu reparieren. Topmodelle, wie gesagt, 5.000, 6.000 € gibt es schon was richtig Gutes. Und wie gesagt, Sondermodelle gehen dann schon in den 5-stelligen Bereich. Genau, also ich kann wie gesagt dieses Auto empfehlen, wenn ihr Lust habt. Ich habe das ja von Felix auch gehört. Man kann daran selber schrauben, man kann sich daran erproben. Das macht wirklich auch Spaß an diesem Auto zu schrauben, weil das alles relativ leicht ist. Es ist halt alles nicht so riesen wuchtig und so überdimensioniert. Man kriegt die Teile, Technikteile, gar kein Problem. Wie gesagt, Teile hier für die Innenausstattung und spezielle Anbauteile sind ein bisschen komplizierter. Genau, das war's wieder. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Lob, schreibt das gerne in die Kommentare. Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder euch unser neues Video anguckt. Wahrscheinlich wird es ein 7er BMW sein, können wir schon mal verraten. Und welcher, das seht ihr dann. Also, bis dahin, tschüss.